Hi, willkommen zu deiner Lesung. Ich bin der Marc und wir schauen mal, was da so los ist. Was musst du hören? Brauchst du einen Impuls? Was möchte dir das Universum sagen? Oh. Ja, 10 der Stäbe, eine große Überwältigung hier. Ein schweres Paket zu tragen. Ein schweres Paket zu tragen. Ja, du hast hier etwas, was schwer für dich wiegt, ja, wo eine Überwältigung für dich ist. Etwas, was eine große Ernte eventuell auch verspricht. Ja. Aber etwas, wo das Universum auf jeden Fall sagt, du musst es durchziehen oder du bist umsonst gelaufen, sozusagen. Ja. Hier könnte man sich eventuell viel auf die Schultern auf einmal, hier möchte man nur einmal laufen, eventuell. Ja. Könnte so eine Sache sein, man möchte so viel wie möglich auf einmal irgendwie machen und deswegen wird man davon überwältigt. Weil man es nicht Schritt für Schritt macht, sondern versucht es in einem Paket rüberzubringen, sozusagen irgendwie. Ja, das ist so ein großes Ding, man möchte zu viel Information in eine Sache hineinpacken. Und deshalb wirst du hier vielleicht auch im Regen stehen gelassen. Ja? Deswegen kommst du vielleicht nicht an die Energien, die du möchtest, ja? Weil du quasi zu viele Informationen in ein Einzelpaket packst oder sowas, ja? Und keine klare Linie fährst irgendwie, ja? Keine klare Linie an dein Ziel, beziehungsweise nicht bereit bist, auch mehrmals zu laufen. Ja, du bist nicht bereit, mehrmals zu laufen, das Ding langsam aber sicher ans Ziel zu bringen und möchtest es so schnell wie möglich, ja, so viel wie möglich auf einmal. Ja, und da musst du aufpassen. Ja, Feuerelement, aufpassen. Ja, wie viel Energie hast du? Wie viel Energie kannst du verwenden? Übernimm dich nicht. Ja, übernimm dich nicht. Ja, sehe ich auch jemanden, der ein bisschen Stress macht bei anderen. Ja, deshalb. Mhm. 8 der Kelche. Ja, hier hast du so ein bisschen das Gefühl, dass dir eine Situation nicht mehr schmeckt. Ja, gerade mit den 5 der Münzen vorne dran, ist das so ein gewisses, ich weiß gar nicht, ob ich mich darauf überhaupt wirklich verlassen kann. Warum schleppe ich das überhaupt voran? Ja, ich kann mich sowieso nicht darauf verlassen. So eine Energie ist das hier. Ja. Du antizipierst hier schon, dass du davon wegläufst. Ja, und deswegen ist es dann eine umso größere Überwältigung für dich. Ja. Nicht nur vielleicht eine physische Überwältigung, sondern dann auch eine mentale und emotionale Überwältigung. Ich sehe hier vor allem die emotionale Überwältigung damit, weil du hier irgendwie das Gefühl hast, dass du im Regen stehen gelassen wirst damit, dass dir vielleicht nicht geholfen wird, mit dieser Last umzugehen zum Beispiel. Ja. Du hast hier irgendwie das Gefühl, dass man nicht in eine Innenwelt hineingelassen wird, vielleicht auch. Ja. Oder dass du vielleicht auch einfach nicht die nötigen Informationen über eine Sache bekommst, die du eigentlich bräuchtest. Ja, mit diesen 5 der Münzen, man bekommt oft Fakten vorenthalten, man bekommt oft eine gewisse Welt verwehrt. Weil jemand anderes eine wunderschöne Welt hat. Oft. Ja, 2 der Stäbe, eine Entscheidung, ob du abspringen möchtest. Ja, hier ist die Entscheidung bei dir, ob du abspringen möchtest. Hier ist so ein kleines Level-Up von den 2 der Stäben zu den 3 der Stäben. Ja, hier musst du spontan sein, hier musst du deinem Feuer folgen und hier musst du dich einfach fragen, was macht dir Spaß, wo möchtest du hin? Ja. Und hast du Lust auf diese Reise zu deinem Stern? Ja, hast du Lust, dein Feuer quasi zu aktivieren, um dann auch wirklich abzuspringen und zu sagen, ja, ich mache mich jetzt auf den Weg zu diesem Stern. Ja. Hier wartest du noch auf etwas, hier hältst du dich selbst etwas zurück, habe ich das Gefühl. Ja, hier hast du das Gefühl, du kannst nicht abspringen. Ja, hier hast du das Gefühl, dass sich noch um viel gekümmert werden muss, dass noch viel erledigt werden muss. Ja. Aber das ist ja gerade mit den 2 der Stäben vorne dran, ist das einfach so eine Sache, wenn du einfach abspringen würdest und anfangen würdest zu fliegen, ja, dann würdest du im richtigen Moment mit dem Wind machen können, was der Wind gerade von dir verlangt und wie du den Wind benutzen möchtest, um an dein Ziel zu kommen. Ja. Dieses stürmische Meer auf dem Weg dorthin ist eigentlich nichts, wo wir dann wirklich mit umgehen, während wir uns dann beschäftigt halten auf dem Weg zu diesem Stern.
Also ja schon, aber es ist eher zweitrangig, ja. Okay, 6 der Kelche. Vertrau auf die Menschen, die du kennst. Vertrau auf die Menschen, denen du vertraust, auch denen du schon lange vertrauen konntest. Ja, 6 der Kelche, eine familiäre Energie hier. Nostalgie, Erinnerung, ja, das Wahren der Informationen, das Wahren der Emotionen, ja, ist sich an Erinnern an alte Dinge, an eine alte Ablehnung. Hier könntest du mal abgelehnt worden sein. Ja, hier könntest du schlechte Erfahrungen gemacht haben in der Liebe. Hier könntest du giftiges Wasser bekommen haben in irgendeiner Weise. Ja, und jetzt bist du hier vielleicht ein bisschen vorsichtig deshalb auch. Ja. Die zweite Acht der Kelche, hier hast du das Gefühl, dass du etwas hinter dir lassen musst. Ja, dass du mit einer gewissen Sache einfach nicht resonierst. Ja. Dass etwas einfach nicht dafür gemacht ist, in deinem Leben zu sein, irgendwie. Ja, das Gefühl hast du hier. Du erinnerst dich an Situationen, ja, wo du das Gefühl bekommen hast, ja, dass es einfach nicht funktioniert. Aber du bietest hier trotzdem eine Liebe an. Du möchtest es trotzdem zum Funktionieren bringen. Was ist das hier? Du hast etwas emotional durchblickt. Du bietest hier ein sehr reines Wasser an, auf jeden Fall. Ja, du bietest aber auch ein sehr kaltes Wasser an. Du bietest ein Wasser an, was falsch rüberkommen könnte. Nicht jeder hat immer Bock, eisgekühltes Wasser zu trinken. Du bietest dein Wasser hier auf eine Weise an, dass der ein oder andere davor zurückschrecken könnte, weil er friert davon. Oder sie friert davon. Ja, weil das eine Art Wasser ist, ja, wo man nicht gerne reinspringt. Ja, es ist kein warmer Whirlpool oder sowas. Ja, es ist ein eisgekühltes Wasser hier, was du anbietest. Das könnte falsch rüberkommen für den einen oder anderen und deshalb könnte hier vielleicht eine Art Missverständnis entstehen. Ja? Now these. Alleine. Okay, ja, now these. Die Notwendigkeit. Ja, die Notwendigkeit. Eine Evolution oft auch. Ja, man entdeckt das Feuer sozusagen, indem man diese Stöcke aneinander reibt. Man bekommt eine Art Baumstamm über den Weg gelegt. Ja, das Universum prüft dich hier. Eine Prüfung passiert hier sozusagen. Das Universum fragt dich, kannst du etwas, was nötig ist, auch machen. Ja, das Universum sagt hier ganz klar, etwas ist nötig, ja, in einer gewissen Hinsicht. Das sollte sehr, sehr klar für dich sein, was das genau ist, ja, was da nötig ist. Das Universum sagt hier, geh damit um. Ja, es ist ein Hindernis, was nicht ohne Grund da ist. Es ist ein Hindernis, das müssen wir überwinden, sonst geht es nicht weiter. Ja. Wir müssen das Feuer entdecken. Wir müssen das Rad entdecken oder was auch immer. Ja. Wir müssen manchmal auch so ein bisschen aus uns herauskommen und unseren Schatten überspringen und unseren Schweinehund quasi besiegen auch so ein bisschen. Ja, also hier eine Notwendigkeit, eine Prüfung. Okay, was ich jetzt gehört habe, war, kannst du deinen eigenen Fokus sehen? Kannst du den Beweis deiner eigenen Manifestation sehen? Ja, kannst du den Beweis dafür sehen, was du auch sehen möchtest in der Welt, quasi. Ja. Hier ein Dorn im Auge auch. Ja, hier könnte dir auch etwas ein Dorn im Auge sein. Das habe ich letztens schon mal gesehen. Ja, der Dorn und das Auge hier quasi. Ja. Hier könnte dir dieser Dorn im Auge den Blick trüben, sozusagen. Hier könnte dir etwas den Blick einfärben in irgendeine Farbe, ja. Und es hängt damit zusammen, wie dein Fokus einfach liegt, ja, auf welche Aspekte der Situation deine Aufmerksamkeit liegt, ja. Und das machst du dann natürlich mit deiner Beobachtung auch stärker, ja. Alles, was man beobachtet, alles, was man Aufmerksamkeit schenkt, wird stärker, ja. Und wenn du hier den Dingen die Aufmerksamkeit schenkst, die ein Dorn im Auge sind für dich, dann machst du diese Dinge auch stärker, ja.
Also aufpassen, wie du deine Aufmerksamkeit nutzt. Ja, nutze sie so, dass hier etwas für dich manifestiert werden kann, dass dein Fokus auf einer Sache liegt, die du auch wirklich entdecken möchtest und die du für dich auch wahr machen möchtest, sozusagen. Ja. Fokussiere dich hier auf die richtigen Dinge, ja, sodass deine Manifestationskraft auch entsprechend erblühen kann. Ja. Also hier auch mit der Naudis vorne dran, ja, eine kleine Warnung, absolut. Ja. Beobachtest du Dinge, die du stärker machst, dadurch, dass du sie beobachtest. Ja, das ist eine sehr klare Warnung hier. Okay. Mhm. Okay, das scheint mir hier so ein kleines Energiepaket zu sein, fast schon. Ja. Die scheinen alle so ein bisschen miteinander zu interagieren. Ja, ich wollte sie erst mal ein bisschen aufdröseln, aber ja, hier hängt alles miteinander zusammen. Ja, hier hängt alles miteinander zusammen. Alles befindet sich hier in einem gemeinsamen Rad sozusagen. Ja, und hier hängt es auch in einer gewissen Hinsicht an deinem Fokus, ob du an die Sonnenenergie möchtest oder nicht. Ja. Wenn du dein Auge hier mit der Freude powerst, ja, wenn du die Batterie der Freude an dein Auge anschließt, ja, und alles in diesem Licht der Freude auch sehen kannst, ja, dann kommt hier auch die Sonne für dich heraus. Ja, dann siehst du auch die Sonne. Ja, wir können die Sonne nicht sehen, wenn wir auch nicht zur Sonne schauen. Ja. Also hier nutze deine Freude, ja, nutze das, was dich auch gut fühlen lässt, um dich in diese Freude hineinzuversetzen, um dein Auge auch in die richtige Farbe einzufärben, ja, um dann auch an deine Hoffnung zu kommen, an deine Freude zu kommen, an die Sonnenenergie zu kommen, ja, in die Energie zu kommen, wo alles gut ist und wo man sich im Endeffekt auch auf alles verlassen kann. Ja. Hier hängt alles miteinander zusammen, das solltest du sehen. Ja. Und ich habe hier so ein bisschen das Gefühl, dass der Kern der Sache einfach deine Betrachtungsweise auf die Sache ist. Ja. Dein Dorn im Auge hier, ja, ist schuld daran, dass du hier die Nachricht bekommst, dass alles zusammenhängt. Ja. Und deshalb diese Warnung vom Universum hier sozusagen. Ja, du wirst hier gewarnt, ja, was du dir anschaust und was du mächtiger machst damit. Ganz klar, ja, das Universum sagt, bleib in deiner Freude, ja, bleib in deiner Glücklichkeit und die Dinge kommen an die Sonne und sind verlässlich. Ja. Eieieiei. Einmal werfe ich noch. Die Manas, ja. Die Manas. Ja, hier kann man sich aufeinander verlassen. Hier ist man gemeinsam in einem Dorf. Ja, hier ein Kollektiv, ein Freundeskreis, eine Familie, ein Kollegium vielleicht auch. Ja. Hier hast du mit einigen Menschen zu tun. Ja, und du bekommst hier von einigen Menschen die Hände gereicht. Ja. Du befindest dich hier in einem großen System des Schutzes, sag ich mal, ja, weil du mit vielen Menschen zu tun hast. Ja, ich sehe ein soziales System hier jetzt auch gerade. Ja, ich sehe hier, dass man sich aufeinander verlassen kann. Ja, absolut. Das Individuum lernt vom Kollektiv, das Kollektiv lernt vom Individuum. Ja, hier ist man Teil eines Dorfes, ja, Teil eines Dorfes und das Dorf hilft sich hier gegenseitig. Ja. Also hier geht es absolut um gegenseitige Unterstützung. Hier möchte man am selben Strang ziehen, hier möchte man größere Ziele erreichen. Und hier möchte man im Endeffekt auch selber ein größerer Mensch werden. Ja. Manas ist auch die Rune der Rundwerdung, ja, die Rune des Menschen, die Rune des Größerwerdens an sich. Ja. Du möchtest hier an dein höheres Bewusstsein, du möchtest dein höheres Selbst hier auch ausleben, ja, und in Alignment sein sozusagen, in deiner Mitte sein. Du möchtest hier ein größerer Mensch werden, damit du hier auch dem Kollektiv eine größere Energie anbieten kannst, damit du hier quasi allgemein auch einen gewissen Aufstieg wirken kannst sozusagen. Ja, man möchte sich gegenseitig nach oben ziehen. Hier, absolut. Ja. Manas, vertraue den Menschen, vertraue auch dir selbst, du hast es drauf und die Menschen haben es auch drauf. Ja. Also nur weil du es drauf hast, heißt es nicht, dass die anderen es weniger drauf haben. Ja. Vertraue dem Ding, vertraue den Menschen. Ja. Wir möchten alle ein schönes Ergebnis. Okay, dann hoffe ich mal, dass du hier einen Impuls für dich bekommen hast, dass ich dir helfen konnte, vielleicht in irgendeiner Art und Weise. Und ja, man sieht sich. Bye bye.